Willkommen nach der Vorbereitung, willkommen bei Missing Persons. Jetzt wird es interessant, denn ich habe ja in der Vorbereitung schon gezeigt, worum es geht. Vermisste Person bist du. Das heißt, wir werden natürlich nicht nur Zuschauer haben, die eine Person suchen, sondern offensichtlich hat sich hier jemand telepathisch gemeldet, der selber vermisst wird und vielleicht die Namen Bill hat oder Pia, könnte sein. Diese Buchstaben werden hier besonders angesprochen. Sehr interessant fand ich jetzt dass das dabei aufgetaucht ist. Das P ist doppelt betont. Es könnte um Vornamen mit P gehen, aber auch mit Q. Was ich zusammenkriegen konnte, war aber Bill und Pia. Vielleicht bist du Pia oder vielleicht bist du Bill, vielleicht bist du einfach auch nur du und wirst vermisst. Und seit 10 Jahren wirst du vermisst. Du wirst seit mehr als 10 Jahren vermisst. Und bei einem Spaziergang bist du verschwunden. Es war ein ganz normaler Spaziergang und dieser Spaziergang fand nicht hier in Deutschland statt, sondern irgendwo im Ausland. Vielleicht war es der Urlaub. Und in dieser Zeit, wo du verschwunden bist, oder lasst mich nicht missverstehen, dieser Video ist für alle, für die Vermissten sowie auch die Vermissenden. Du warst zu diesem Zeitpunkt nicht gut drauf, möglicherweise warst du in irgendeiner Form lebensmüde. Deine Eigenschaften verheiratet, das heißt, du warst wahrscheinlich nicht alleine im Ausland, kann aber auch sein, vielleicht warst du alleine im Ausland und bist heute verheiratet in diesem Ausland. Was wichtig ist, vielleicht willst du das den Leuten mitteilen, die sich auch heute noch grämen darüber, warum das passiert ist, die auch heute noch nicht wissen, wo du bist, die auch heute noch im Ungewissen sind, ob du lebst oder ob du nicht mehr unter uns bist. Vielleicht hast du diesen Weg gewählt, weil du einfach Angst hast, dich nochmal zu melden, Angst hast vor den Konsequenzen. Und wenn man einmal so einen Cut gemacht hat in seinem Leben, ist es auch ganz, ganz schwierig, hier wieder anzuknüpfen. Man kann dann nicht einfach den Hörer in die Hand nehmen und seine Mutter anrufen oder seinen Ex anrufen oder seinen Bruder oder Schwester und sagen, ey, du, entschuldige mal, mir ging es nicht gut vor 10 Jahren. Ich bin einfach bei einem Spaziergang verschwunden und nirgendwo mehr aufgetaucht. Es tut mir leid. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen, selbst wenn die Vermissten sich melden möchten, tun sie es offen nicht oder oft nicht. Einfach, weil das Gewissen sie auch zu sehr belastet. Was ich jetzt schon mal sagen kann, du bist, egal wie du jetzt heißt, ob dein Name mit Q oder mit P anfängt, aber Bill und Pia und das Du wird hier besonders angesprochen. Deswegen werden wahrscheinlich die Personen hier auch tatsächlich behandelt, die tatsächlich selber die Vermissten sind. Die gute Nachricht für alle Menschen, die dich vermissen, die nicht wissen, wo du bist, könnte hier sein, dass es dir gut geht, dass du freiwillig verschwunden bist, dass du einfach irgendwo auf diesem Spaziergang die Klarheit gewonnen hast. So kann mein Leben nicht weitergehen, weil wenn mein Leben so weitergeht, dann kann ich einfach nicht mehr. Und das mag dich bewogen haben, diesen Schritt zu gehen und eines Tages einfach spurlos zu verschwinden. Du bist also nicht aufgrund eines Unglücks verschwunden, du bist nicht aufgrund eines Gewaltverbrechens verschwunden, man hat dich nicht ausgeraubt oder gekidnappt, sondern du bist wirklich und tatsächlich freiwillig verschwunden, weil es dir unmöglich war, in das alte Leben zurückzukehren. Und wer auch immer du bist, du hast dunkles, lockiges Haar. Und wir wissen jetzt nicht, 10 Jahre sind eine lange Zeit und wir wissen jetzt nicht genau, in welchem Alter du verschwunden bist. Vielleicht hast du schon graue Strähnen bekommen oder ähnliches. Wir wollen jetzt mal einfach ins Kartenbild schauen und
was mich jetzt eigentlich noch interessiert hätte, weil wir schauen jetzt auf beides. Weil wir haben den Hinweis auf Bill und wir haben auf Pia und wir schauen jetzt mal die Männer und die Frauen an, die hier angesprochen sein könnten. Dazu muss ich hier erstmal den Tisch wieder freiräumen. Ja, wie du siehst, habe ich die Karten hier selber geschrieben, einfach meiner Intuition folgend. Eigenschaften. Ich hätte noch viel mehr schreiben können, aber ich hatte leider keine Karten mehr. Aber das lässt sich schnell beheben. So, liebes Universum, erzähl uns etwas über diese vermisste Person, die hier zu Wort kommen will, die vielleicht eine Mitteilung schicken will. Vielleicht hat sie Bill, heißt sie Pia. Vielleicht heißt sie aber auch anders, spielt jetzt auch gar nicht so eine große Rolle. Entscheidend sind immer die Situationen. Was möchte uns diese vermisste Person mitteilen, die ja freiwillig gegangen ist, die vielleicht im Ausland geheiratet hat, die dunkles, lockiges Haar hat, mehr als 10 Jahren verschwunden ist? Was möchte diese Person? Was will die von mir? Sprechen. Das heißt, es geht hier um ein Gespräch. Was möchte sie noch? Vielleicht möchte sie sagen, dass sie stabil ist, dass sie in einem Haus wohnt. Vielleicht möchte sie aber auch über ihre eigene Stabilität sprechen. Und sie lebt also tatsächlich in einem Haus im Ausland, sagt sie uns. Und trotz allem ist sie angespannt, trotzdem es ihr gut geht, weil sie denkt an ihre Familie, ihre Ahnen, an alles, was sie zurückgelassen hat. Und im Moment beschleicht diese Person irgendeine unbestimmte Angst. Schauen wir weiter. Ich lege jetzt mal das ganze Bild aus und schau mal, wer hier tatsächlich die Person ist, die uns etwas sagen möchte. Alles, was sich nicht in dieses Bild hineinlegt, ist für diese Legung nicht relevant. Wir schauen jetzt mal, wer sich hier zeigen möchte. Hier zeigt sich schon mal, wenn mich nicht alles täuscht, eine männliche Person. Und es kann sein, dass sich hier in diesem Kartenbild durchaus mehrere Personen zeigen. Und deswegen sind diese Legungen gar nicht so wenig komplex. Ich weiß noch nicht, was ihr so dazu sagen werdet, aber mich hat es einfach gestern Abend total überkommen aufgrund einer Botschaft. Ich glaube nicht, dass es hier um Ghosting geht, sondern ich glaube eher, dass irgendein Mensch aufgrund seiner seelischen Verfassung plötzlich die Entscheidung getroffen hat, sich zu melden. Manchmal ist das ja so, man tut irgendetwas, man verdrängt das lange Zeit und auf einmal plagt einen das Gewissen. Diese Person, die gegangen ist, du hast einfach an dein Wohl gedacht und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass du vorher jemand warst, der nicht so sehr an sein Wohl gedacht hat. Vielleicht warst du auch vorher schon verheiratet und warst in dieser Ehe nicht glücklich. Ich bin jetzt sehr gespannt. Gezeigt hat sich bisher die männliche Person. Oh, die weibliche zeigt sich auch. Tatsächlich, beide Personen sind hier im Bild, wobei ich jetzt schon sagen kann, dass es der männlichen Person besser geht als der weiblichen Person. Lass uns jetzt mal schauen. Wenn dir das Auslegen zu lange dauert, kannst du jetzt auch noch ein bisschen vorspulen. So. Vielleicht bist du die weibliche Person. Vielleicht heißt du Pia, vielleicht Piba, Pika oder sonst irgendetwas. Das spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. Was mich jetzt fasziniert hat, dass es tatsächlich vermisste Personen selber sind, die sich hier gemeldet haben, die vielleicht bei einem Auslandsspaziergang, guck mal, da hat sich eine Karte verkehrt rumgelegt,
Hier ganz unten, wir sehen hier sind ganz unterschiedliche Personen. Diese beiden, was ich jetzt schon mal sagen kann, diese beiden Personen, die sich hier melden, in die beide vermisste Personen, beide offensichtlich mit dunklen, lockigen Haaren und seit mehr als 10 Jahren vermisst. Ähm, Beide Personen haben miteinander nichts zu tun. Das sind auch zwei Personen, die sich überhaupt nicht kennen und die hier gar keine Cross-Points haben, die hier überhaupt miteinander gar nichts zu tun haben. Ähm, Wenn es um den Mann geht, eine männliche Person sehe ich hier, vielleicht ist diese Person Bill oder Ilu oder sonst. Auf jeden Fall, spielt auch gar nicht so eine Rolle. Das mit den Buchstaben ist einfach nur eine Gedankenstütze, worum es hier gehen könnte. Und interessant fand ich halt jetzt, dass sich hier drei Personen eigentlich gemeldet haben. Einmal der Vermisste selbst oder vielleicht auch Leute, die diese Person tatsächlich vermissen. Und direkt eingangs der Legung haben wir ja schon gesehen, dass diese Personen, die jetzt hier gerade so lange weg sind, wo man so lange nicht weiß, wo sie sind, dass beide Personen nicht Opfer wurden von irgendeinem Verbrechen. Das ist schon mal ganz wichtig. Die liegen nicht irgendwo im Wald und sind begraben, sondern beide Personen sind unter uns und beide Personen leben am Nebenteil. Kommen wir erstmal zu der männlichen Person. Die männliche Person hat ihr Leben sehr, sehr gut im Griff. Die männliche Person hat diese Veränderung mit Entschlossenheit durchgezogen und hat dort, wo sie ist und im Ausland, muss ich mehrere Sachen sagen. Eine von diesen Personen, die männliche Person, wohnt eher in einem Ausland, das nicht heiß ist. Es ist kühl dort. Diese männliche Person wohnt in der Nähe eines Friedhofes oder hat beruflich etwas damit zu tun. Ähm, ja, es könnte auch ein Bestattungsunternehmen oder so etwas sein. Auf jeden Fall ist die männliche Person, die sich hier meldet, sehr erfolgreich. Und die männliche Person ist viel, viel mehr in der Ratio, was ihren Lebensweg angeht, was auch immer damals gewesen ist in der Vergangenheitslinie. Und du siehst das hier, ähm, ist von dieser männlichen Person insofern bewältigt, dass man gesagt hat, meine Entscheidung war der Schlüssel zu einem neuen Leben. Ja, und du siehst, dass dieser Mann hier ganz oben liegt und dieser Mensch, ist beruflich erfolgreich. Hier kommen jetzt auch noch die Engel und Heiligen ins Spiel. Es könnte auch irgendetwas Religiöses sein. Und dieser Lebensweg scheint sehr erfolgreich zu sein. Allerdings wird sich auch diese Person, diese männliche Person, die sich hier meldet, auch in Zukunft durch ihr Handeln, durch das Zurücklassen mit Verlusten auseinanderzusetzen haben. Das sehen wir hier. Was diese männliche Person oder du als vermisste Person nicht sehen willst, dass du natürlich bei Freunden, Geschwistern oder Freunde, mit wem du unterwegs warst, eine Wunde hinterlassen hast, die nicht so schnell zu flicken ist und die möglicherweise heute noch schmerzt, weil diese Person eben nicht weiß, ob du tot bist oder lebst. Und vielleicht wäre meine Botschaft an dich, vielleicht bist du, wie war es nochmal, Bill oder sowas in der Art, dann wäre es doch vielleicht mutig und fair, diese ehemalige Freundin, die sich vielleicht sogar schuldig fühlt an dem, was passiert ist, die denkt, dass sie vielleicht eine Teilschuld daran hat, dass sie deinen Zustand nicht erkannt hat, dass du dieser Person doch vielleicht eine Nachricht schickst, dich entschuldigst oder diesen Zustand vielleicht erklärst. Denn nicht umsonst melden sich hier vermisste Personen oder du als Person wirst mir hier connected, mit der werde ich verbunden, sondern das hat meistens irgendwas zu sagen. Ich will dir aber eins sagen, wenn du die vermisste Person bist, dann reicht es nicht, hier mit mir einen Talk zu führen, sondern dann musst du schon den Mut haben, zu den Leuten hinzugehen, zu sagen, ich bin abgehauen, ich bin heute verheiratet, ich bin glücklich, könnte auch ein Unternehmer sein, vielleicht
Wohnst du in der Nähe von einem Friedhof oder sowas? Das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein sehr sicheres Umfeld mit Leuten, die einem verbunden sind, auch mit Leuten oder Freunden, die etwas älter sind als du. Es reicht nicht, dich mit mir zu connecten, sondern die Entschuldigung muss an die Person gehen, die du zurückgelassen hast. Das kann ich dir nicht abnehmen. Aber es ist schön, dass du mitteilen möchtest, dass dein Leben gelungen ist und dass diese Veränderung der Schlüssel zum Glück war. Kommen wir jetzt einmal zu der weiblichen Person, die vielleicht Pia heißt, vielleicht heißt sie Lipa oder Diana oder Diana könnte auch sein. Ähm, Du hast einen ganz besonderen Weg eingeschlagen, aber was ich bei dir sehe, liebe vermisste Dame, ist, du könntest auch hier in eine spirituelle Gruppe gekommen sein, und zwar in eine spirituelle Gruppe, die eine sehr enge Anbindung an die Natur hat. Und vielleicht hast du auf diesem Spaziergang irgendetwas gesehen vor 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren, was dich beeindruckt hat. Und ich habe hier die Übersee-Sache, ich habe hier Übersee, die Abgeschiedenheit von der Welt. Es ist dort ein Wasser, wo du bist, oder da kommen keine Nachrichten an. Ich könnte mir bei dieser liebe weibliche Person, die du hier vermisst wirst, sehr gut vorstellen, dass du etwas zu tun hast mit einer Gruppe oder Völkern, die abgeschieden von der Zivilisation leben. Ja, eine enge Anbindung zur Natur. Und ich sehe jetzt hier auch so das Schamanische. Es können Indianer sein, es können Indios sein, es können aber auch andere Gruppierungen sein. Vielleicht bist du auch einfach nur ins Kloster gegangen. Ähm, Was ich bei dir sehe, dass die Vergangenheit schwer auf dir lastet. Ja, du ähm, schaust in die Vergangenheit und es fällt dir schwer, diese Vergangenheit endgültig loszulassen. Warum? Was habe ich nicht in eurem Leben, liebe Vermisster? Kinder, Fahrräder, Motorräder habe ich nicht in eurem Leben liegen. Was habe ich noch nicht? Die absolute Lebensfreude, die Ahnen, die Familie, der Stammbaum, die Falschheit aber auch nicht, das Vorübergehende nicht und die Manipulation nicht. Also viele Dinge habt ihr schon hinter euch gelassen und auch bei dir, liebe weibliche Person, sehe ich einen guten Weg. Es ist für dich schon der richtige Weg gewesen, aber was ich hier am Ende deines Weges, wie lange dein Weg auch dauern mag, immer noch sehe, dass es dir emotional auf dem Herzen lastet. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du die weibliche Person bist, dass du in einer Ehe oder eheähnlichen Verbindung warst, als dieser Spaziergang im Ausland stattfand und du dann tatsächlich begriffen hast, dass du nicht wirklich geliebt wirst. Und offensichtlich muss das deine große Liebe gewesen sein. Deswegen hat dein Stolz hier gesiegt, dein Lebenswillen hat gesiegt und du bist fortgegangen. Bei dir sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit. Es ist schön, dass du dich gemeldet hast. Es ist schön, dass du den Zurückbleibenden, vielleicht deine Mutter, deine Schwester, deinen Ex-Freund oder Ex-Mann, dass du denen sagen willst, okay, es geht mir gut. Ich lebe bei einem indigenen Volk im Regenwald und ich kann glücklicher nicht sein. Ähm, Trotzdem nehmen wir ja unsere Vergangenheit immer mit. Und ich sehe diese Vergangenheit schwer auf dir lasten. Vielleicht kann es dir helfen, du scheinst in Kontakt irgendwie mit diesen schamanischen Strömungen zu sein, mit den Krafttieren zu sein. Und es könnte gut sein, dass für dich das Geistboot das Beste wäre. So, liebe Vermissten, aber auch liebe Personen, die das hier schauen und zwei Personen in dieser Art mehr als 10 Jahre vermissen müssen, was ist für euch zu tun? Was solltet ihr tun?
Wir haben hier den Engel Zanna, der uns sagt, ihr seid jetzt vor allem Leid geschützt und ihr seid sicher. Entspannt euch und wisst, lasst das hinter euch. Ich weiß, das ist schwer, ähm, ja, etwas hinter sich zu lassen, das man nicht richtig abschließen kann. Es ist ja immer genau wie wenn jemand stirbt, dann ist es ja auch immer so, man muss den Toten gesehen haben, man muss es mit eigenen Augen gehört oder gefühlt oder gesehen haben, ehe man die Trauerarbeit beginnen kann. Aber vielleicht wird dieses Zeichen jetzt deswegen gesetzt, damit ihr eure Verlust, eure Trauer hinter euch lassen könnt, weil ihr jetzt wisst, entweder Pia oder Bill oder Diana oder ich bin nicht so gut mit Scrabble oder solchen Sachen. Ich kann nicht so gut Worte bilden, aber ich versuche es redlich, damit der Personenkreis ja einfach enger wird. Bitte lasst das hinter euch, denn die Personen, die fortgegangen sind, die verschwunden sind, werden nicht zurückkehren. Ihr habt aber jetzt die Gewissheit, dass es diesen Personen gut geht. Ihr seid nicht vergessen, auch wenn ihr zurückgelassen wurdet. Und denen, die hier die Crosswatcher sind und die Vermissten sind, und das hatten wir ja ganz deutlich eingangs als Hinweis, dass da auch Crosswatcher hinkommen, die tatsächlich selber die Vermissten sind und sich den Video anschauen. Vielleicht ist es in dem einen oder anderen Fall noch möglich, noch ein Lebenszeichen zu schicken, damit der andere abschließen kann, die Familie abschließen kann, der Partner abschließen kann. Aber in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich besser sein, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Das müsst ihr wissen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald. Macht's gut.